glaube, wir haben eigentlich nicht wirklich mehr die Wahl, ob wir das toll finden, ob wir das wollen, sondern es ist da. Vielfalt ist einfach da. Sie wird auch nicht weniger werden. Ich glaube, Vielfalt ist das neue Normal in gewisser Weise. Das ist auch etwas, was uns bereichert. Und ich kann jetzt nicht in die Glaskugel gucken, aber ich würde davon ausgehen, dass wenn wir das richtig anpacken, eher sozusagen den tollen Status quo, den wir wirtschaftlich haben, den wir auch da, also gesellschaftlich, muss man sagen, auch innehaben, wo wir auch Glanzbild auch in Europa sind, dass wir das noch ausbauen können. Also da muss ich leider ganz kritisch sagen, ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Wir haben letztes Jahr selber anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Charta der Vielfalt, einen der größten Zusammenschlüsse von Unternehmen zum Thema Vielfalt, eine Studie gemacht und gefragt, wie sieht es dann aus? Ein bisschen die Gretchenfrage gestellt, wo steht ihr denn? Und haben feststellen müssen, dass 2/3 der deutschen Unternehmen wirklich des Durchschnitts noch gar nichts gemacht hat. Also die haben sich noch gar nicht mal mit dem Thema Vielfalt, egal in welcher Facette, auseinandergesetzt. Obgleich sie natürlich sehen, dass es eine gewisse eine Chance auch bietet oder Vorteile bietet, wenn man das tut. Und ich glaube, so dieser Anstoß, ich muss mich damit auch selber aus meiner eigenen Komfortzone begeben, um auch zu sehen, was passiert da draußen, was verpasse ich möglicherweise auch. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und da würde ich mir auch wünschen, dass die Unternehmen mutiger sind, auch Sachen ausprobieren. Man muss jetzt ja nicht immer gleich das große Ganze wollen, sondern in kleinen Projekten anfangen, die sozusagen aber aufeinander aufbauen. Also eben nicht so eine Einzelmaßnahme, sondern schon eher so ein Baukastensystem, sich auch austauschen untereinander, gucken, was gibt es denn schon? Denn ich glaube, da gibt es schon eine Menge und da auch voneinander lernen. Sie können die beste sozusagen Strategie, das beste Rahmenprogramm haben. Wenn die Kultur dahinter nicht stimmt, dann werden Sie Ihre Produkte, Ihre Services gar nicht anbieten können, weil die Leute sich im Zweifelsfall in Anführungsstrichelchen selbst zerfleischen oder eben so manipulieren, dass es dann nicht erfolgreich ist. Ich glaube schon, dass man gute Beispiele sichtbar machen sollte. Es geht viel über Role Models, es geht viel über Personen, die auch dafür einstehen und sagen, es ist nicht leicht. Vielfalt ist erstmal nichts, was leicht sozusagen zu managen ist. Aber wenn man sozusagen diesen einen toten Punkt überwunden hat, wenn man sich klar macht, es braucht jeder ein bisschen was anderes im Team, es braucht jeder auch in der Firma ein bisschen was anderes, um sein Maximal und auch sein Potenzial zu entfalten, dann, glaube ich, werden viele auch merken, das hat ja so ein bisschen Schneeballwirkung, dass aus so einem Unternehmen, die Leute nehmen was mit nach Hause, sie bringen es in ihren Freundeskreis ein, auch eine Kettenreaktion werden kann. Ich glaube, Länder wie die skandinavischen Länder im Allgemeinen, aber auch natürlich sozusagen die englischsprachigen Länder, USA, Kanada, haben einen gewissen Vorlauf. Ich will nicht sagen Vorteil, aber Vorlauf, weil sie natürlich schon über eine jahrzehntelange Anti-Discrimination Policy verfügen. Das, was erst sozusagen 2006 mit dem AGG in Deutschland so seinen Beginn genommen hat, das ist da schon länger verwurzelt. Da gibt es ein anderes Bewusstsein. Manchmal auch fast schon ein wenig schräg, muss man sagen, weil es dann schon wieder ein wenig überzogen ist. Ich glaube, wenn man sich auf so einer menschlichen Ebene begegnet und immer guckt, was ist wirklich auch das Gemeinsame, was wir haben und nicht zwingend das Trennende, dann glaube ich, gibt es ganz viele Sachen, die man auch aus den Ländern mitnehmen kann, die vielleicht noch nicht so weit sind, oder aus den Unternehmen. Und wenn man das zusammenbringt, dann gibt das ein tolles Modell vielleicht auch für die Zukunft, aus dem wir alle lernen können.